Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer Bank. Sie öffnen Ihr Schließfach, und plötzlich erscheint neben Ihnen ein Beamter und sagt, das gehört jetzt dem Staat. Klingt das wie ein Albtraum, doch für Millionen von Menschen war es keine Einbildung. Und es geschah nicht in einer fernen Diktatur, sondern hier, im Herzen Europas. In Deutschland, im 20. Jahrhundert. Und auch wenn kaum jemand diese Frage stellen möchte, taucht sie immer wieder auf. Eine komplexe Frage, die die Geschichte stets neu beantwortet. Kann so etwas noch einmal geschehen? 1923. Deutschland steckt in einer der verheerendsten Hyperinflationskrisen der Weltgeschichte. Ein Laib Brot kostet Milliarden von Mark. Die Menschen müssen ihre Löhne mit Schubkarren transportieren. Die Reichsmark ist selbst weniger wert als das Papier, auf dem sie gedruckt ist. In dieser Hoffnungslosigkeit flüchtet sich die Bevölkerung in den letzten sicheren Hafen, den sie kennt und dem sie vertraut: Gold. Münzen aus der Kaiserzeit, geerbter Familienschmuck. Während die offizielle Währung nahezu bedeutungslos wird, verwandelt sich alles, was echten Wert besitzt, in einen möglichen Ausweg. Genau an diesem Punkt greift die Regierung mit einer neuen Verordnung ein. Gold und Silber dürfen nun nur noch in begrenzten Mengen besessen werden. Der Handel mit diesen Edelmetallen wird streng kontrolliert. Die Begründung ist bemerkenswert vertraut: die Stabilität des Geldes zu sichern, das nationale Gleichgewicht zu wahren und dem Gemeinwohl zu dienen. Die Menschen sehen sich mit einer Entscheidung konfrontiert, die in Wahrheit kaum eine ist. Entweder sie geben ihre letzten wertvollen Besitztümer ab, oder sie brechen das Gesetz und gehen ein Risiko ein. Viele entscheiden sich dafür, ihr Gold zu verstecken. Unter Dielen, in Gärten, hinter falschen Wänden. So wird die Geschichte des privaten Goldbesitzes zugleich zu einer Geschichte des Misstrauens. Doch das ist erst der Anfang. Machen wir einen Schritt ins Jahr 1939. Europa steht am Rande eines Krieges, der die ganze Welt in seinen Bann ziehen wird. Das nationalsozialistische Regime in Deutschland hat seine Macht vollständig gefestigt. Die Wirtschaft ist vollständig auf die Kriegsproduktion ausgerichtet. Rohstoffe werden zunehmend knapp, Devisen sind nahezu aufgebraucht. Und was ist mit Gold? Gold gewinnt als strategische Ressource eine völlig neue Bedeutung. Im September desselben Jahres wird eine bis dahin beispiellose Verordnung in Kraft gesetzt. Nun dürfen nicht mehr nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen kein Gold mehr besitzen. Jeder, der Münzen, Barren oder sogar Altgold besitzt, ist verpflichtet, dies den Behörden zu melden. Die Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen sind äußerst hart: hohe Geldstrafen, Haftstrafen sowie die entschädigungslose Beschlagnahmung der Vermögenswerte. Hinter diesem Gedanken steht eine Logik, die ebenso einfach wie unerbittlich ist. Ein Staat, der entschlossen ist zu kämpfen, braucht eine starke Währung. Um Waffen, Öl und Maschinen aus dem Ausland beschaffen zu können, ist Gold erforderlich. Doch die Staatskasse ist leer. Deshalb greift der Staat auf das zurück, was dem Volk noch geblieben ist, und zieht es ein. Das eigentlich Interessante beginnt genau hier. Dieses System funktioniert in der Praxis längst nicht so effektiv. Viele Menschen ignorieren eine solche Anordnung schlichtweg. Anstatt in den Tresoren der Reichsbank zu landen, verdampft das Gold förmlich in Kellern der Bevölkerung oder in geheimen Verstecken. Menschen, die dem Staat zuvor stets vertraut haben, beginnen plötzlich, dieses Vertrauen zu hinterfragen und verlernen, ihm blind zu glauben. Der Krieg ist vorbei. Wir schreiben das Jahr 1945. Deutschland liegt in Trümmern, die Währung ist vollständig entwertet, die Wirtschaft zusammengebrochen. Die Alliierten übernehmen die Kontrolle über das Land. Eine ihrer ersten Entscheidungen ist bemerkenswert: ein neues Goldverbot wird eingeführt. Doch diesmal betrifft es nicht nur Gold, sondern auch Silber, Platin und ausländische Währungen. Die Abgabe all dieser Werte ist verpflichtend, andernfalls drohen schwere Strafen. Die Begründung bleibt dieselbe: die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Realität ist in ihrer ganzen Nacktheit eine andere. Nach jahrelangen Verboten ist vielen Menschen am Ende fast nichts geblieben. Während die Vorsichtigeren ihr Gold verstecken konnten, standen jene, die es abgeliefert hatten, mit leeren Händen da. Dieses Goldverbot blieb offiziell bis zum Jahr 1955 in Kraft und wirkte ganze 32 Jahre lang. Eine Generation wuchs unter diesen Bedingungen auf, mit dem Bewusstsein, dass der Staat dir im Zweifel das nehmen kann, was du besitzt. Selbst wenn es dir gehört, selbst wenn du es ehrlich erworben hast oder selbst wenn es das Einzige ist, was dich vor dem Ruin bewahrt. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Deutschland das einzige Land war, das so gehandelt hat. Entscheidend ist vielmehr, warum greifen Staaten immer wieder zu solchen Maßnahmen? Die Antwort liegt in den Dynamiken von Macht und Geld.
Wenn ein Staat von einer Krise erschüttert wird, die Schulden sich zu Bergen auftürmen und die Währung an Wert verliert, wird Gold plötzlich zu einem Störfaktor. Nicht wegen seiner Seltenheit, sondern wegen der Alternative, die es bietet. Gold ist ein stiller Ausdruck des Misstrauens gegenüber jeder Regierung, die den Wert des Geldes untergräbt. Wer Gold besitzt, sagt im Grunde: Ich vertraue nicht darauf, dass dein Papiergeld morgen noch etwas wert sein wird. Und genau das ist es, was Regierungen kaum ertragen können. In den Vereinigten Staaten führte Präsident Roosevelt im Jahr 1933 ein ähnliches Verbot ein. Im Rahmen dieser Maßnahme waren alle Bürger verpflichtet, ihr Gold zu einem festen Preis von 20,67 US-Dollar pro Unze an den Staat zu verkaufen. Bankschließfächer wurden zu diesem Zweck kontrolliert, und wer sich dem Gesetz widersetzte, musste mit Haftstrafen von bis zu 10 Jahren rechnen. Dieses Verbot blieb ganze 41 Jahre lang in Kraft. In Frankreich war der Besitz von Gold zwischen 1936 und 1937 verboten. In Großbritannien galt ein solches Verbot von 1966 bis 1979. In Indien wiederum war es von 1963 bis 1990 in Kraft. Überall zeigt sich dasselbe vertraute Bild: Finanzkrisen, der Zusammenbruch von Währungen und Verbote des Goldhandels. Es entsteht die Illusion, ein Gesetz könne den Vertrauensverlust der Menschen aufhalten. Doch genau hier liegt die Ironie. Goldverbote erzielen fast nie den gewünschten Effekt. Ihre Wirkung bleibt begrenzt, ihre Durchsetzung ist äußerst aufwendig. Und mehr noch: Sie untergraben genau das, was Regierungen am dringendsten benötigen: Vertrauen. Menschen, die gezwungen sind, ihr Gold zu verstecken, verlieren das Vertrauen in den Staat. Sie ziehen sich zurück, kehren nach innen und beginnen, über inoffizielle Wege zu handeln. Der Schwarzmarkt wächst, während die offizielle Wirtschaft schrumpft. Am Ende mag dem Staat ein Teil des Goldes bleiben, doch er verliert etwas weit Wertvolleres: die Loyalität seiner Bürger. Offizielle Zahlen sagen dann kaum noch etwas aus, doch die wahren Geschichten werden in Familien weitergegeben. Noch heute werden aus verschiedenen Teilen Europas immer wieder Geschichten über vergrabene Münzen erzählt, die Jahre später erneut entdeckt wurden. In geheimen Fächern versteckter Schmuck, Großmütter und Großväter, die ihren Enkeln auf dem Sterbebett zuflüstern, wo das Gold verborgen liegt. Doch diese Erzählungen sind keine Legenden oder Märchen. Sie sind lebendige Erinnerungen an Zeiten, in denen Menschen eine grundlegende Wahrheit gelernt haben. Institutionen können zusammenbrechen, doch Gold bewahrt seinen Wert. Und genau dieses kollektive Gedächtnis ist es, das heute zunehmend fehlt. Die Generationen, die Goldverbote selbst erlebt haben, ziehen sich langsam von der historischen Bühne zurück. Ihre Enkel hingegen wachsen in einer Zeit auf, in der Geld digitalisiert ist und Vermögen eine unsichtbare Form angenommen hat. Die Vorstellung, dass ein Staat auf Vermögenswerte zugreifen kann, die ihm eigentlich nicht gehören, wirkt auf diese neue Generation wie eine ferne Erinnerung aus der Vergangenheit. Könnte sich eine solche Situation heute erneut ereignen? Die gängige Antwort lautet meist: Natürlich nicht. Schließlich leben wir in einer Demokratie, mit Eigentumsrechten, Verfassungen und Gerichten. Doch werfen wir einen Blick darauf, was sich unter den heutigen Bedingungen verändert hat. Der durchschnittliche Mensch besitzt kaum noch physisches Gold. Vermögen wird überwiegend in Form von Immobilien, Bankguthaben oder Aktien gehalten. Alles ist registriert und leicht nachvollziehbar. Genau deshalb scheint ein Goldverbot heute kaum noch nötig zu sein, denn es gibt kaum noch etwas, das verboten werden müsste. Das bedeutet nicht, dass der Staat keinerlei Eingriffsmöglichkeiten hat. Er setzt diese jedoch auf andere Weise um. Anstatt direkt Gold zu beschlagnahmen, werden Vermögenssteuern erhöht, Grundsteuern neu geregelt, Erbschaftssteuern verschärft. Negative Zinssätze werden eingeführt, und die Nutzung von Bargeld wird weiter eingeschränkt. Und es wird über den digitalen Euro gesprochen. Ein System, in dem jede Transaktion nachverfolgt werden kann. Das Prinzip ähnelt dem des 21. Jahrhunderts, nur die Werkzeuge sind moderner. Heute braucht der Staat kein Goldverbot mehr. Sie verfügen über eine effektivere Option: vollständige finanzielle Transparenz. Wenn Sie denken, dass Sie von all dem heute nicht betroffen wären, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Libanon, von 1999 bis 2021. Banken frieren Konten ein, Menschen warten vor verschlossenen Türen. Und was passiert mit ihren Ersparnissen? Sie werden unzugänglich, die Währung bricht zusammen. Wer sein Vermögen auf Bankkonten hält, verliert bis zu 90% seines Wertes. Wer hingegen sein Vermögen außerhalb des Systems in Gold schützt, übersteht die Krise. Das ist nicht vor 100 Jahren geschehen. Es ist erst kürzlich passiert. Und wenn Sie mir nicht glauben, lassen Sie uns über ein Thema sprechen, von dem Sie in Zukunft noch häufiger hören werden: finanzielle Repression.
Das ist der technische Begriff für eine alte Praxis. Wenn Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen können, greifen sie zu verdeckten Methoden. Sie halten die Zinssätze künstlich niedrig und sorgen so dafür, dass Sparer real Geld verlieren. Sie lassen zu, dass die Inflation über den Zinsen liegt, Schulden schrumpfen, Vermögen schmilzt. Sie führen Kapitalverkehrskontrollen ein und schränken den freien Fluss des Geldes ein. Und all das geschieht, ohne ein einziges Gesetz zu erlassen, das Goldverbot heißt. Es ist ein sanfterer Ansatz. Er erregt weniger Aufmerksamkeit, und er ist mindestens ebenso wirksam. Goldverbote in der Geschichte waren zweifellos auffällig. Die heutigen Methoden sind subtiler, doch sie verfolgen letztlich dasselbe Ziel: Vermögen umzuverteilen, Schulden zu verringern, Macht zu sichern. Wer denkt, die Vergangenheit habe uns nichts mehr zu sagen, übersieht den stetigen Zyklus menschlichen Handelns. Macht findet immer einen Weg, und Geld bleibt stets das erste Ziel. Was bleibt also? Was können wir aus den Goldverboten des 20. Jahrhunderts lernen? Erstens: Verlassen Sie sich niemals vollständig darauf, dass die Legalität Ihres Besitzes Sie schützt. Rechtlich zu handeln ist keine Garantie, es ist nur eine vorübergehende Situation. Zweitens: Diversifikation ist nicht nur eine Anlagestrategie, sondern auch eine Überlebensstrategie. Wer sein gesamtes Vermögen in einem einzigen System hält, verliert alles, wenn dieses System zusammenbricht. Drittens: Echte Werte überdauern die auf Papier ausgewiesenen Werte bei weitem: Gold, Silber, Land, Fähigkeiten und Beziehungen. Wenn Institutionen bankrott gehen, sind dies die Überbleibsel. Viertens: Die Geschichte lehrt nicht durch Ähnlichkeiten, sondern durch Unterschiede. Ein zukünftiges Goldverbot wird nicht dasselbe sein wie das vorherige, doch der Mechanismus dahinter wird sich nicht ändern. Wenn Sie glauben, dass ein demokratischer Rechtsstaat niemals das Vermögen seiner Bürger beschlagnahmt, empfehle ich Ihnen, die Nachkriegszeit Deutschlands genauer zu betrachten. Lastenausgleichsgesetz, Zwangshypotheken auf Eigentum, Vermögenssteuern, all dies geschah im rechtlichen Rahmen. Alles wurde durch demokratische Prozesse genehmigt. Alles geschah mit dem Ziel der gerechten Verteilung der Lasten. Die Form ändert sich, doch die Funktion bleibt dieselbe. Und genau hier hören die meisten Menschen auf zu denken. Sie sagen sich vielleicht: Was kann ich schon tun? Ich kann das System nicht verändern. Ich habe keinen Einfluss auf den Staat. Ich bin nur ein Einzelner. Und das ist richtig, das System lässt sich nicht ändern. Aber man kann sich darauf vorbereiten. Man kann die Funktionsweise von Macht verstehen. Man kann sein Vermögen so strukturieren, dass es nicht vollständig von einer einzigen Institution, einer einzigen Währung oder einem einzigen Land abhängt. Und man kann lernen, die Zeichen zu erkennen, bevor sich die Tür schließt. Stellen Sie sich die Menschen der Weimarer Zeit vor. Denken Sie an diejenigen, die erkannt haben, dass die Mark tot ist. Erinnern Sie sich an die, die ihr Geld rechtzeitig in echte Werte umwandelten. Denken Sie an die Familien der 1930er Jahre. Stellen Sie sich die vor, die ihr Gold behielten, anstatt es abzugeben. Denken Sie an diejenigen, die die Nachkriegszeit überlebten, während andere versuchten, mit Lebensmittelkarten zu überleben. Und stellen Sie sich die Libanesen vor. Diejenigen, die 2 Jahre vor dem Zusammenbruch ihr Geld ins Ausland brachten, während ihre Nachbarn noch glaubten, den Banken vertrauen zu können. Der Unterschied zwischen diesen Gruppen war kein einfacher Zufall. Es war eine Frage der Vorsorge. Es war der Mut, Entscheidungen zu treffen, die man ungern trifft, bevor sie zur Pflicht werden. Es war die Fähigkeit zu erkennen, dass Systeme nicht ewig existieren, nur weil sie es versprechen. Denn die bittere Wahrheit, die jede Wirtschaftskrise lehrt, lautet: Wenn der Staat eingreift, ist es längst zu spät. Der Zeitpunkt zu handeln ist nicht, wenn die Banken schließen, sondern viel früher, solange noch alles friedlich aussieht. Diejenigen, die in den 1920er und 1930er Jahren überlebten, waren nicht die Optimisten, die sagten: Alles wird gut. Sie waren vorsichtige Menschen, die früh erkennen konnten, wie empfindlich das System war. Vielleicht denken Sie jetzt: Das ist doch übertrieben paranoid. Klingt nach einer Verschwörungstheorie. Aber es geht nicht um Paranoia. Es geht darum, die Geschichte nicht zu vergessen. Darum, nicht zu glauben, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, niemals wieder geschehen könnte. Nicht exakt dasselbe, aber mit ähnlichen Folgen. Vermögen verschwindet, Vertrauen wird erschüttert, und die Menschen tragen den Schaden von Entscheidungen, die über ihren Köpfen getroffen werden. Deutschland versuchte zwischen 1923 und 1955 wiederholt, das Gold seiner Bevölkerung zu beschlagnahmen. Nicht aus böser Absicht, sondern weil es sich in einer Notlage befand. Doch das Ergebnis war immer dasselbe: Die Menschen erlitten Verluste. Der Staat verschaffte sich kurzfristig einen Vorteil. Langfristig aber wurde das Vertrauen erschüttert. Dies ist nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist universell.
Schon seit der Zeit Roms passiert dasselbe, wenn Schulden steigen und der Wert des Geldes fällt. Wenn Sie aus dieser Geschichte nur eine Lehre ziehen, dann diese: Geld ist eine Frage des Vertrauens, und Vertrauen ist äußerst zerbrechlich. Systeme, die heute zuverlässig erscheinen, können morgen versagen. Dies liegt nicht an den bösen Taten schlechter Menschen, sondern an den seit 2000 Jahren unveränderten Dynamiken von Schulden, Inflation und Macht. Wer dies erkennt, ist vorbereitet. Wer es ignoriert, muss die Konsequenzen tragen. Die Geschichte wiederholt sich nicht exakt, doch wenn man sie nicht versteht, wirkt sie trotzdem auf einen ein. Dies ist die Geschichte der Zeit, als Deutschland das Gold seiner Bürger beschlagnahmte. In Wirklichkeit ist es jedoch die Geschichte jedes Landes, das wirtschaftliche Schwierigkeiten erlebt. Und es wird auch die Geschichte des nächsten Landes sein, das glaubt, es könne es besser machen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.